30. Mai 2013. Es ist der Beginn einer ungewöhnlichen Konferenz. Über 100 Teilnehmer aus 10 verschiedenen Nationen haben sich in Baku zusammengefunden, um Rechtsfragen des internationalen Handels zwischen Europa und der Doppelregion Kaukasus-Zentralasien zu besprechen. Den Rahmen für diese erste Konferenz bildet das mehrjährige Projekt zum Recht des internationalen Handels zwischen Kaukasus und Zentralasien, das von der Deutschen Volkswagen Stiftung finanziert wird. Der Leadpartner, das Institut für osteuropäisches Recht der Universität Kiel und Hochschulen in Aserbaidschan, Kasachstan und Russland, organisieren ein wissenschaftliches Programm, in dem Problemstellungen der internationalen Wirtschaftsintegration untersucht werden. Lokaler Gastgeber dieser Konferenz ist die renommierte Akademie für öffentliche Verwaltung beim Präsidenten der Aserbaidschanischen Republik. 2 Tage lang präsentieren und diskutieren Fachleute die neuesten Forschungserkenntnisse zum Recht der Welthandelsorganisation, der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft und zu aktuellen Rechtsentwicklungen in Russland, Aserbaidschan, Kasachstan und Georgien. Für die Organisation der Konferenz liefen die Fäden im Forschungszentrum für Eurasisches Wirtschaftsrecht zusammen. Dieses Projektbüro des Instituts für osteuropäisches Recht wird Kiel Center for Eurasian Economic Law oder kurz auch Kiel genannt. Die Vorbereitung der Konferenz nahm bereits ein Jahr zuvor ihren Anfang. Programmdirektor Prof. Dr. Alexander Trunk und die Koordinatoren Azar Eliyev und Dr. Marina Tronk-Fedorova investierten viel Energie und Know-how, um die Veranstaltung in Baku zu einem Erfolg werden zu lassen. Also ich denke, man kann sagen, dass sowohl wir hier in Kiel als auch unsere ausländischen Partner in den Projektstaaten mit dem Erfolg dieser ersten Projektkonferenz in Baku sehr zufrieden sind. Wir haben auch eine Menge von positiven Rückmeldungen bekommen, sowohl von den wissenschaftlichen Partnern als auch von den Teilnehmern aus der Praxis. Und wir sind guten Mutes und hoffen sehr, dass die weitere Projektarbeit sich so positiv entwickelt wie diese erste Konferenz. Sie war ein sehr guter Startschuss, für den wir natürlich nicht zuletzt auch unseren Sponsoren sehr herzlich danken wollen und müssen. Die Konferenz in Baku hat gezeigt, wie vielfältig die rechtlichen Aspekte der Handelsbeziehungen in der Region Kaukasus-Zentralasien sind. Es existieren die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft, die Zollunion von Russland, Kasachstan und Belarus. Einige Staaten der Region sind schon WTO-Mitglieder und jetzt kommen noch einige Assoziierungsabkommen mit der EU. Wie das alles zusammen funktionieren soll, ist zurzeit nicht ganz klar und das muss man genau untersuchen. Ich glaube, mit unserer Tagung in Baku haben wir eine sehr gute Grundlage dafür geschaffen. Für eine wissenschaftliche Konferenz eher ungewöhnlich, aber für den positiven Verlauf von nicht unwesentlicher Bedeutung war die Location. Das Kempinski Hotel Badamdar in Baku war Unterkunft und Veranstaltungsort zugleich. Diese Art der Unterbringung verdeutlichte in der Wirkung nach außen die hohe Solidität und Qualität der Veranstaltung. Pausen zwischen den Vorträgen bieten die Chance, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Bei dieser Gelegenheit hat nicht nur so manche Visitenkarte ihren Besitzer gewechselt, sondern auch die eine oder andere Zusammenarbeit ihren Anfang genommen. Also vom Anfang an war unser Ziel, nicht nur fachlichen Austausch anzuregen zwischen den Teilnehmern, sondern auch Aserbaidschan als Land und Baku als die pulsierende Metropole Leuten näher zu bringen.
Und in den letzten Jahren hat Aserbaidschan und Baku eine große Entwicklung hinter sich, die aber vielen noch nicht ganz bewusst ist. Um dies zu ändern, boten viele Ausflüge den Konferenzteilnehmern die Chance, sich selber einen Eindruck von der Region zu machen. Und Baku nutzte die Gelegenheit prompt, um sich von der allerbesten Seite zu präsentieren. Die Metropole am Kaspischen Meer ist eine pulsierende, moderne Stadt in Aufbruchsstimmung. Bei strahlendem Sonnenschein hinterlassen beeindruckende Bauten wie die Flame Towers oder der Fernsehturm Azeri bleibende Eindrücke. Gelegenheit zur Zeitreise bietet die historische Altstadt von Baku, die von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Sie wird über weite Strecken von einer Stadtmauer umgeben, deren Abschnitte teilweise noch aus dem Mittelalter erhalten sind. Gleich um die Ecke findet sich außerdem der sogenannte Jungfrauenturm, eines der historischen Baudenkmäler, auf das die 2 Millionen Einwohner Bakus besonders stolz sind. Viele Teilnehmer wären sicherlich gerne noch länger geblieben, doch auch die schönste Konferenz muss einmal zu Ende gehen. Hinter uns liegen 2 produktive Tage voller bereichender Eindrücke. Das Organisationsteam bedankt sich bei allen Teilnehmern für ihr großes Engagement. Erst durch sie wurde die Konferenz Recht des internationalen Handels in der Region des Kaukasus und Zentralasiens zwischen regionaler Integration und Globalisierung zu einem großen Erfolg. Die für das Jahr 2014 geplanten Konferenzen werden auf dieser vergangenen aufbauen. Zusammen sollen sie einen wissenschaftlichen Beitrag zu den derzeitigen Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Staaten der Region Kaukasus-Zentralasien über ein Assoziierungsabkommen liefern. Rechtswissenschaft und Rechtspolitik Hand in Hand. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.